Ein neuer Lebensabschnitt für Oscar, für Victoria und vielleicht sogar für das ganze Königreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird's besonders, denn 2 kleine Royals feiern Geburtstag, ein neuer Begleiter steht bereit und Victorias Weg scheint langsam magisch zu werden. Ich freue mich, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück in Arendelle mit der 4. Generation der Sims 4 Disney Parent Challenge. Heute beginnt unser Einblick in die königliche Familie von Arendelle tatsächlich völlig unerwartet. Nämlich mit einem Kingnapping oder auch Kidnapping des Königs. Ich wollte hier eigentlich tatsächlich gerade nur reinschalten, um ein paar Fotos zu machen. Ich wollte eigentlich gerade gar kein Let's Play drehen, ich wollte einfach nur Fotos machen. Und da wird Ludwig entführt. Und ich hoffe echt, ihm passiert jetzt hier nichts. Denn wir haben nur noch einen freien Haushaltsplatz. Was macht Alva? Okay, die haben hier vielleicht gerade dieses Schulprojekt gebaut. Und jetzt kümmert sie sich wieder um ihren Garten. Und ja, ich hoffe einfach, dass jetzt hier nichts passiert, denn eigentlich brauche ich ja den freien Platz für unser neues Familienmitglied, den Hund, den wir uns aus der Galerie runterladen wollten, aus euren Einsendungen. Und ein Alien-Baby kann ich jetzt hier tatsächlich gar nicht gebrauchen. Okay, Victoria hat es nicht mitbekommen, dass ihr Papa verschwunden ist. Ist er wieder da? Nee. Er hat erfüllte Träume, Freundin, Hülle und Fülle, alles war super. Kokett und im 7. Himmel. Weil Liebe ist Tolles, okay. Ja, er hat vielfältige Gefühle gerade dort oben im UFO. Und Alva schaut sich um und will mit der Pflanze sprechen. Okay. Ja, das sind wieder Geschichten, die das Spiel schreibt. Was ist mit unseren Pferden los? Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Ja, im Zuge der ganzen Olaf-Aktion habe ich mir erlaubt, das weiße Pferd, das vorher Olaf hieß, umzubenennen. Das heißt jetzt Everest. Ein bisschen inspiriert von der aktuellen Serie, der hier bei uns ganz viel läuft. Und somit ist der Name Olaf jetzt auch wieder frei. Und Ludwig ist immer noch nicht wieder da. Er muss gleich arbeiten. Wisst ihr, ich hatte erst einmal wirklich oder zweimal ein Alien-Baby und ich habe so viel versucht. Ich wollte das immer wieder mal machen. Ich wollte, dass Männer entführt werden, aber seitdem werden entweder bei mir immer nur Frauen entführt oder die 2 Männer, die ich mal hatte, die waren zusammen. Oh, da kommt er wieder. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die 2 Männer, die ich hatte, die wollten unbedingt ein Alien-Baby und die sind kurz nacheinander beide vom Meteoriten erschlagen worden, als sie zu lange in den Himmel geschaut haben. Zumindest ist dieses Schicksal Ludwig erspart geblieben und er sieht ganz fröhlich aus. Er hat Angst. Er will mit seiner Frau plaudern, aber er scheint es ganz gut weggesteckt zu haben. Und wir starten jetzt hier wieder rein. Ludwig ist wieder zurück und ich habe ein bisschen Angst, dass Victoria und Oskar gleich von der Schule nach Hause geschickt werden, weil sie tatsächlich schon Geburtstag haben. Das ging jetzt irgendwie schneller, als ich dachte. Und ich habe Alva jetzt mal schnell runter in die Küche geschickt, dass sie mal noch einen Geburtstagskuchen backt. Ja, ich hoffe, wir schaffen das. Ich hoffe, die kommen dann nicht einfach von der Schule nach Hause und altern. Und ich hoffe auch nach wie vor, dass es nicht ein ungeplantes neues Familienmitglied gibt. Ja, Ludwig entspannt sich jetzt hier erstmal eine Runde in der Wanne von den Strapazen von den Außerirdischen. Es hängt ihm immer noch in den Knochen, nicht mehr lange tatsächlich. Und Alva backt fleißig. Wo geht's hier hin? Wo geht's denn jetzt mit dem Kuchen? Wo will sie denn backen? Die haben doch da unten einen Ofen. Das mit der Küche da unten im Kellergeschoss läuft sowieso nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber dass sie jetzt hier irgendwie... Ach, die geht jetzt bestimmt ins Bistro. Ich wette, die geht jetzt ins Bistro. Ja, so, genau.
So habe ich mir königliches Leben vorgestellt. Im Schlafanzug läuft sie, holt sich ein paar Zutaten aus dem Keller, läuft jetzt hier über das komplette Schlossgelände barfuß natürlich, wie sich das für so eine richtige Königin gehört. Und jetzt ist sie hier, im Blumenladen ist sie jetzt. Und jetzt bereitet sie hier den Kuchen zu. Ja, gut, wenn sie das inspiriert. Soll sie machen, sie ist schon längst inspiriert. Was ist hier los? Essensschlacht. Sophia. Ach, Sophia hat in der Cafeteria eine Lebensmittelschlacht angezettelt, bei der fast alle anderen Schüler mitgemacht haben. Wir putzen immer noch. Kann ja wohl nicht sein. Tja, mein Kind ist halt zum Anführer geboren. Sie sollte beim Aufräumen helfen. Was würde sie denn sagen? Ach nee, komm, sie soll beim Aufräumen helfen. Ja. Könnte auch mal ein bisschen fleißiger lernen. Anlässlich des Feiertags Flowerfest gibt die Schule von Oskar den Schülern immer die Gelegenheit, Blumen zu kaufen, die während des Unterrichts gegenseitig übergeben werden. Super süß, aber irgendwie auch eine Quelle von Fettnäpfchen. Da Oskar ein wenig Geld hat, beteiligt er sich an der Spendenaktion. Ja, also komm, du bist zukünftiger König, natürlich kaufst du Blumen für jeden in der Klasse, du hast es auch. Oh, Oskar hat beschlossen, die ganze Klasse mit Blumen zu überraschen. Leider hat er vergessen, die Karten zu unterschreiben, und als die Blumen übergeben werden, erntet ein anderes Kind die Anerkennung. Der Feiertag Flowerfest war echt mies. Und Victoria? Ja, Victoria kauft sich selbst mal nur Blumen. Ich wette, das geht jetzt auch schief. Nö, das ging nicht schief. Victoria beschließt, sich selbst Blumen zu kaufen und es so aussehen zu lassen, als wäre sie beliebt. Bis zum Mittagessen sonnt sich Victoria in Anerkennung, doch dann zieht der Raufbold der Schule sie beiseite und verkündet, dass er Bescheid weiß. Zum Glück findet der Raufbold die Sache lustig und Victoria kommt ungeschoren und mit ihrem Essensgeld davon. So, und Sophia kauft auch für jeden in der Klasse Blumen und geht auch gut. Sophia hat beschlossen, die ganze Klasse mit Blumen zu überraschen. Im Mathematikunterricht wird jede Blume einzeln überreicht und das kostet so viel Zeit, dass sie vor einem Test verschont bleiben. Das passt irgendwie auch gut. Also Anna ist super beliebt. Entschuldigung, Sophia. Ich hatte ja vor einiger Zeit den Kommentar, dass das ein bisschen durcheinander ist oder dass man sich eben erst daran gewöhnen muss, dass die Figuren nicht so heißen wie im Disney-Original. Ja, geht mir tatsächlich manchmal auch so. Aber wie gesagt, ich möchte sie eben nicht so nennen, weil sie ja später nochmal eine andere Rolle übernehmen werden in unserer nächsten Generation. Und apropos Generation, warum geht es eigentlich den Pferden hier so schlecht? Warum stehen die Pferde mitten in der Prärie rum? Die keine Prärie ist in dem Fall, aber warum stehen die hier rum? Also Alva hat jetzt was gebacken. Ich hoffe, sie hat den Kuchen noch nicht angeknabbert. Nein. Geburtstagskerzen. Und Ludwig hüpft hier im Dreck. Sag mal, was haben die Außerirdischen mit dir gemacht? Gut, ich wollte den eigentlich jetzt einfach hier nur mal frei in den Hof oder irgendwo hinstellen, dass der mal das Pferd herbeirufen kann. Oder hier von mir aus hin. So, und was macht er jetzt hier? Was ist sein Problem? Mir geht's auch irgendwie nicht gut. Ist langweilig anscheinend. Ich komme mit Pferden so gar nicht klar. Ich habe so selten bisher mit Pferden gespielt. Was ich eigentlich sagen wollte, apropos Generation, ich wollte ja hier jetzt die Ziele zeigen in dieser Folge. Und da die Zwillinge aber jetzt gleich altern, habe ich mich dagegen entschieden. Denn wir wollen uns ja dann später auch noch dem neuen Familienmitglied widmen. So, Oskar kann noch ein bisschen faulenzen, damit er mehr Spaß hat, wenigstens in seinem Geburtstag. Obwohl er ja immerhin fast die 2 jetzt geschafft hat. Ach, Oskar fühlt sich wie ein Versager. Es tut mir leid. Victoria geht's super, die ist Einzelschülerin. Die macht ja im Zimmer auch irgendwie nichts anderes als lernen. Gut, ich würde sagen, wir spulen jetzt ein bisschen vor. Und es ist soweit, wir schalten wieder rein. Ich bin gerade halb wahnsinnig geworden, weil ich hier in diesem Geburtstagsraum mal ein paar schöne Aufnahmen machen wollte und auch Fotos. Aber nö, warum denn? Und deswegen wird Oskar jetzt hier einfach die Kerzen auspusten. Ich habe zwar eine Party geschmissen und sein Vater hat hier eingeladen, was Rang und Namen hat, ne? Mortimer und Bella, Geoffrey und Nancy auch, glaube ich, und auch die Fangs. Die sehe ich jetzt hier alle nicht. Und, oh, dass der Falsche älter wird. Und deshalb wird Oskar jetzt
Ernsthaft? Der soll ja die ganze Zeit tanzen. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll, ob die Schlittschuhbahn das macht. Da kommt er und vielleicht machen wir jetzt einfach nochmal ein schönes Bild. Ist natürlich schade, dass jetzt seine Schwester nicht dabei ist, seine Kleine, die ja, ist ja auch irgendwie gebannt am Feiern. Aber unser Thronfolger wird älter. Er war vorher Chaot. Wir werden auch das nächste Merkmal auslosen. Oh, was hat er bekommen? Geringes Selbstbewusstsein. Oh, das lag bestimmt auch mit an dieser blöden Blumengeschichte. Und er ist ein Katzenfreund. Ich stelle mir das vor, wie er später dann als Thronfolger alleine in diesem Riesenschloss lebt und alles voller Katzen hat. Und ein Bestreben. Es ist ja eigentlich total egal, was er jetzt für ein Bestreben hat. Tierfreund? Machen wir uns den Spaß? Ist das witzig? Ein chaotischer König mit Katzen, der Tierfreund ist? Eigentlich passt das doch, oder? Ach komm. Und wie sieht er aus? Wie sieht er denn aus? Wie sieht er denn aus? Ja. Er sieht auch irgendwie aus wie ein chaotischer König mit Katzen, der Tierfreund ist. Das werden wir dann später ganz, ganz schnell noch ändern. Und wie geht es Victoria? Hat die auch dieses Tanzproblem? Nein, sie hat sich schlafen gelegt. Tatsächlich hat sie hier aber auch ihren kleinen Kuchen bekommen, und zwar den ersten, den Alva gebacken hat. Den hat aber schon irgendwer angeknabbert. Trotzdem hat das mit den Kerzen funktioniert und sie hat natürlich hier in ihrer kleinen Isolation auch ein kleines Party-Setting. Die Geschenke sind hier hochgebracht worden. Kann sie auch mal ein bisschen aufgeregt sein. Sie zieht erstmal ihr Bärenkostüm wieder an. Ach Mann, das tut mir so leid für sie. Und dann wird sie auch die Kerzen ausblasen und älter werden. Sie ist erstmal aufgeregt und kann. Ja, du bist ein Bär. Geburtstag, warum brauchst du dazu jemanden? Du sollst deine eigenen Geschenke öffnen. Geschenk öffnen, genau das wollte ich. Oh, nein, das wollte ich nicht. Das meine ich mit diesen Türmen hier. Aber gut, es wird jetzt weiter wird nicht vorkommen, dass wir in einem Schloss spielen wieder. Ich habe jemandem eine SMS geschrieben, oh ja, Teenager-Probleme. Aber obwohl das schon eine Stunde her ist, hat er sich noch nicht gemeldet. Soll ich ihm nochmal schreiben? Ah, unbedingt. Eine Stunde, das geht gar nicht. Vielleicht ist die Nachricht nicht angekommen. Warte auf eine Antwort. Hm, hm. Ich finde, es könnte irgendwie beides passen. Ich weiß jetzt nicht, ob er Iduna oder Agna gefragt hat. Ja, ich werde auch weiterhin zwischen diesen Namen schwanken. Ich krieg's einfach selbst nicht auf die Kette. Tja, was würden die sagen? Du bist Prinz, also theoretisch müssen die dir natürlich antworten. Also, Andererseits, warte auf eine Antwort, Manieren, Kontrolle. Ach nee, komm. Vielleicht ist es nicht angekommen. Mensch, frag doch einfach mal nach. Was soll denn das? Die müssen dir antworten. So. Okay. Victoria, du hast Hunger. Willst du vielleicht trotzdem irgendwie nochmal dein Geburtstagskleid anziehen? Du hast ein Murmelglas bekommen. Das ist schön. Ich glaube, du hast schon unten ein Murmelglas. Ja, also möchtest du dich umziehen oder nicht? Sieht jetzt eher nicht so aus. Die Party ist auf jeden Fall ein Erfolg. Ja, reicht's nicht langsam mal mit Geschenken? Das ist schön, dass du jetzt die ganzen Geschenke aufmachst. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn du dich einfach umziehst. Nachwuchszauberset. Oh, das ist ja cool. Das kenne ich gar nicht, dass dann hier das alte Zeug rumliegt. Würdest du dich vielleicht auch nochmal für ein Foto irgendwie dorthin stellen und ein bisschen vielleicht heimlich probieren oder so? Ich meine, das ist eh schon probiert. Ja, ist schon irgendwie bezeichnend. Victoria hat Geburtstag und der Kuchen ist irgendwie schon angegessen und ich sehe gerade, sie hat eine Zahnlücke. Ich würde mal schleunigst. Du nimmst jetzt auch einfach noch ein Stück, obwohl hier noch Kerzen. Okay. Ich wollte nur gucken, genau, ich will den fehlenden Zahn ersetzen. Ich habe bei Oskar das gar nicht überprüft, aber hier springt es einem einfach so ins Gesicht. Denn ich habe das schon mal gemacht, dass jemand irgendwie eine Zahnlücke hatte oder ich weiß nicht, noch einen Zahn. Und dann war der so verbuggt. Der war dann komplett schwarz als Teenager. Also wirklich richtig, richtig, richtig schwarz. Auch die Klamotten, alles. Und das möchte ich ihr jetzt hier nicht antun. So, jetzt kommt aber der Moment, du wünschst dir etwas.
für deine Zukunft, die hoffentlich besser sein möge als alleine in diesem, jetzt hätte ich fast Turm gesagt, in diesem Zimmer, in deiner Einsamkeit. Vielleicht schaffst du es auch irgendwann, dich zu kontrollieren und wieder Kontakt zur Außenwelt zu haben. So, und da wir dann mit Victoria weiterspielen müssen, werden wir natürlich schon die Merkmale der nächsten Generation einstellen. Und auch wenn es jetzt hier noch nicht so richtig passt, oder obwohl es passt ja eigentlich trotzdem, umso trauriger wird das jetzt. Ich kann mir nie merken, wo welches Merkmal ist, echt nicht. Das Merkmal, was ich hier eigentlich geben wollte, war familienbewusst. Das gibt es noch nicht für Teenager und deshalb springen wir einfach. Und ich weiß, sozial unbeholfen würde jetzt auch irgendwie passen. Wir nehmen aber tatsächlich jetzt gesellig. Das war mir jetzt so auch nicht bewusst, aber umso trauriger ist es natürlich, dass sie hier irgendwie in Isolation lebt und ja, nicht so richtig mit anderen interagieren kann. Schon gar nicht mit ihren Geschwistern oder ihrer Familie. Auch da setzen wir dem Ganzen nochmal eine Krone auf und wählen die große glückliche Familie aus. Die wird es in der nächsten Generation natürlich auch geben. Und wie sieht sie aus? Ja, die 50er Jahre haben angerufen. Zumindest was die Frisur betrifft. Auch das werden wir ändern. Ja, natürlich ein schönes Teenager-Selfie. Und ja, sobald die beiden dann ihr Makeover hinter sich haben, denn das können wir so auch nicht stehen lassen, ja, werden wir Victoria ihr Geburtstagsgeschenk überreichen. Also nicht das Murmelglas oder alles andere, was sie hier schon rausgekramt hat, sondern ihren neuen Begleiter. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie ich es war, als ich die Galerie das erste Mal geöffnet habe nach ein paar Tagen der Aktion. Und da sind wir wieder in unserem Lieblingsschloss am Geburtstag unserer Zwillinge, die jetzt endlich ihr Makeover hinter sich haben. Und wir schauen uns als erstes den Thronfolger von Arundel an, Oscar Larsen, der sich hier gleich mal ein neues Hobby gesucht hat und gleich auch noch Hausaufgaben macht. Mensch, der ist aber ehrgeizig. Hat er schon was rausgefunden, was ihm besonders gefällt? Oder er mag Fitness und Witze. Er kann nicht sonderlich gut programmieren und er hat aber einen athletischen Körperbau. Ja, deswegen macht ihm wahrscheinlich auch Fitness besonders viel Spaß. Und was ist mit Malerei und Fotografie, kann er nicht, aber dafür singen. Was heißt, kann er nicht? Er hat einfach ein Talent dafür, dass er das schneller oder langsamer lernt. Das ist ich muss nochmal nachgucken, wie die Mod heißt. Aber ich spiele immer sehr gerne damit, weil das den Sims auch nochmal ein bisschen mehr Persönlichkeit verleiht und ich solche zufälligen Dinge sehr mag. Und wie unsere Victoria aussieht, sollten die meisten ja auch schon auf unserer Zielkarte gesehen haben. Hier ist sie noch in ihrem Geburtstagskleid, was sie natürlich nicht immer trägt. Ich zeige euch gleich mal, diese Türme machen mich wahnsinnig. Ich zeige euch gleich mal noch ihr Alltagsoutfit. Und über die Zielkarte und Victoria wollen wir gleich noch reden, bevor wir ihr letztes großes Geburtstagsgeschenk überreichen. Genau. Das hier ist ihr Alltagsoutfit, nur echt mit den Handschuhen. Ich blende das hier kurz mal ein, denn es geht ja darum, dass Victoria bald einen Okkult bekommt. Lassen Sie mal kurz alleine auf Toilette gehen. Sie soll ja mit... Oh, Sophia mag tanzen. Ja, klar. Sie soll ja mit ihrer Mutter in die magische Welt reisen, denn ihre Mutter entstammt ja dem, ich will mal verbotenen Wald sagen, dem magischen Wald, dem mystischen Wald, dem magischen Wald. Glaube ich. Ich glaube dem magischen Wald. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, Elsa hat auf irgendeine Art und Weise Zauberkräfte, also müssen wir Victoria diese auch verleihen. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Zauberin zu sein scheint gar nicht mehr die einzig tolle Option zu sein. Und ja, ich habe mir das Feenpack wahrscheinlich eher zugelegt als alle anderen Packs. Ich bin so begeistert von diesem Aussehen, nicht unbedingt von Feen, aber von diesem ganzen Stil. Es ist so wunderschön. Und deswegen nehme ich mir einfach mal die Freiheit raus und
Ich denke, ich werde Victoria lieber zu einer Fee werden lassen, als zu einer Zauberin. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das auch recht gut passt. Gerade mit Alva und ihrem Naturbewusstsein auch. Ne? Eigentlich hätte man sie auch fast zur Fee machen müssen, was ich jetzt nicht mehr nachholen werde. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein schöner Weg für Victoria. Und ja, mich würde auch besonders mal eure Meinung dazu interessieren. Und jetzt kommt aber der Moment, auf den ich mich schon eine Weile gefreut habe. Victoria bekommt ihr Geschenk, ihr ganz besonderes, und unser neuer Mitbewohner wird einziehen. Ich bin sehr glücklich, dass wir noch einen Haushaltsplatz frei haben und wir schauen ihn uns mal an, unseren neuen, ganz besonderen Mitbewohner. Dieser kleine Schneehund tauchte an einem verschneiten Tag in Arendelle auf. War es Zufall oder doch Zauberei? Diese Frage kann nur eine Person beantworten. Unser Olaf ist da und er sucht erstmal eine ganze Zeit hier rum und überlegt, wo er sich jetzt niederlässt. Diesen Olaf hat unsere liebe Lucky Set alias EA Idea Fifi Knuff erstellt und ich finde ihn einfach super, super passend. Und das Einzige, was sozusagen irgendwie jetzt nicht original Olaf getreu ist, ist, dass das übrigens ein weiblicher Hund ist, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde und ich werde ihn auch trotzdem Olaf nennen. Denn damit ist auch das Geschlechterverhältnis hier wieder ausgeglichen. Denn wir haben ja die beiden männlichen Pferde, wir haben den König und Oskar, das sind schon 4 Männer. Und damit finde ich, ist ein weiblicher Olaf völlig legitim. Wäre es auch so. Ja, er ist immer noch ein bisschen verwirrt hier. Läuft er übers Gelände, ist gerade Everest über den Weg gelaufen. Und ja, wer sich jetzt hier wundert, warum das im Frühling beziehungsweise am allerletzten Frühlingstag schneit, ja, das ist eben die Magie des Moments. Und jetzt schauen wir aber mal, wie es Victoria damit geht, dass sie jetzt hier gleich einen neuen Freund hat. Was macht sie gerade? Hausaufgaben? Was sonst? Ich würde sagen, wir rufen ihn einfach mal. Sie. An die Pronomen muss ich mich noch gewöhnen, beziehungsweise muss ich da noch gucken, was ich sage. Und wir schauen mal, was passiert, wenn die beiden das erste Mal aufeinandertreffen. Ach, Victoria geht's wirklich nicht gut. Sie ist so traurig, dass niemand anderes hier ist. Und ich bin einfach froh, dass wir unsere Olaf jetzt haben. Und Anna fühlt sich nicht klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Ja, wen hat sie gefragt? Arbeite weiter daran, Übung macht den Meister. Konzentriere dich auf andere Themen. Konzentriere dich auf andere Themen. Du bist Prinzessin, du wirst irgendwie unterkommen. Verantwortung sinkt, was soll's. So, und da ist sie. Hallo? Was ist denn los? Bist du auch so traurig? Soll ich dich mal ein bisschen aufmuntern? Kann man die nicht, da gibt es auch so eine Interaktion, dass man die so doll knuddelt, dass es einem wieder richtig gut geht. Aber das geht wahrscheinlich erst, wenn die Freunde sind. Aber ist das nicht schön, die beiden? Ach, und ich finde diesen Hund einfach super süß, auch hier mit diesen kleinen Stiefelchen vorne. Das ist übrigens ein Schneehund. Soll ihm zu Abenteuer aufbrechen. Das könnt ihr leider nicht machen. Victoria ist hier eingesperrt. Seid ihr jetzt Freunde eigentlich? Freundlich sein, auf Couch föhnen, bürsten, streicheln, umarmen. Oh, und guckt mal, wie es ihr wieder gut geht. Ach, wie schön. Ja. Also, wie ich schon angedeutet habe, wird Victoria natürlich in der nächsten Folge trotzdem mal ihre Gefangenschaft hier aufgeben für kurze Zeit. Sie wird ihren Okkult erhalten und ich denke, wir werden Olaf einfach mitnehmen. Ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Schreibt mir doch, wie gesagt, gern mal in die Kommentare, was ihr von unserer neuen Mitbewohnerin haltet und wie gesagt, wie ihr zum Okkult von Victoria steht. Ob ihr sagt, nein, es soll regelkonform eine Zauberin aus ihr werden,
Das passt einfach am allerbesten zu Elsa. Oder, klar, wieso nicht? Wir machen eine Fee aus unserer Victoria. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!